Wann beginnen die Leute und beenden die Arbeit? What time people start and finish work. Der Umsatz im fernen Osten fiel um 3%. Sales in the Far East fell by 3%. Warum denkst du, das ist der Fall? Why do you think that is the case? Ich freue mich darauf, dich morgen zu sehen. I look forward to seeing you tomorrow. Wir müssen es heute abschließen. We need to finalize it today. Ich war so hinein, ich verlor die Zeit. I was so into it, I lost track of time. Wer ist dein Lieblingsspieler? Who is your favorite player? Was war das Schlimmste daran? What was the worst thing about it? Was würden Sie uns raten? What would you advise us to do? Guten Tag, meine Damen und Gentlemen. Good afternoon, ladies and gentlemen. Wir müssen die Agenda zirkulieren. We'll need to circulate the agenda. Ich wollte mich nur vorstellen. I just wanted to introduce myself. Das Treffen von morgen wurde abgesagt. Tomorrow's meeting has been cancelled. Könnten wir nicht eine neue Werbeagentur einstellen? Couldn't we hire a new advertising agency? Ich werde heute in Zimmer B07 sein. I will be in room B07 all day today. Wir erwarten, dass dieser Erfolg fortgesetzt wird. We expect this success to continue. Es tut mir leid, aber wir können nicht liefern. I'm sorry, but we can't deliver. Wir werden eine Gutschrift ausstellen. We will issue a credit note. Ich möchte dich bekannt machen mit. I'd like to introduce you to. Das ist für uns sehr unpraktisch. This is extremely inconvenient for us. Ich habe meine Tour für das 3. Jahr verlängert. I extended my tour for the 3rd year. Bitte lass ihn wissen, dass David spät sein wird. Please let him know David will be late. Ich bin gleich bei dir. I'll be with you in a moment. Ich bin glücklich zu helfen. Was ist los? I'm happy to help. What's going on? Dies kann zu Einsparungen oder Abhängigkeiten führen. This may result in savings or depending. Wenn du meine ehrliche Meinung willst. If you want my honest opinion. Wenn wir hier auf der rechten Seite kommen. If we come in here on the right. Wir bleiben im selben Raum. We will stay in the same room. Ich denke, die Herberge Essen ist gut. I think the hostel food is good. Ganz richtig, ich konnte nicht mehr zustimmen. Quite right, I couldn't agree more. Könnten Sie mir einen kurzen Bericht schicken? Could you send me a short report? Ist das nicht eine eigene Abteilung? Isn't that a separate department? Der Umsatz war im April höher als im Mai. Sales were higher in April than in May.
Die Lieferung ist jetzt 2 Tage zu spät. The delivery is now 2 days late. Ich habe mich auch gefragt. I've been wondering that, too. Du hast mich nicht vergessen, mich zu erinnern. You haven't forgotten to remind me. Soll ich den Bericht für Sie beenden? Shall I finish the report for you? Sie ist eine sehr wichtige Frau. She's a very important woman. Ich sehe die Dinge ganz anders. I see things rather differently myself. Ihr Flug wurde storniert. Your flight has been cancelled. Unsere Investoren ziehen aus. Our investors are pulling out. Danke, Linda. Wir können von hier aus erreichen. Thank you, Linda. We can manage from here. Welche Art von Arbeit interessieren Sie? What kind of work are you interested in? Ich danke dir vielmals für alles. Thank you very much for everything. Wenn du den Korridor hinuntergehst. If you keep going down the corridor. Wenn ich ihn jetzt an mich hängen könnte. If I could hang him over to you now? Vielen Dank für all Ihre Hilfe. Many thanks for all your help. Wir werden nur 3/4 arbeiten. We will be working at only 3/4. Die Figuren sind sehr beeindruckend. The figures are very impressive. Ich denke, es ist Zeit für eine Veränderung, nicht wahr? I think it's time for a change, don't you? Sie müssen uns bald sehen. You must come and see us soon. John mag Computer. Minus ich auch. John likes computers. So do I. Schokolade ist unser beliebtes Produkt. Chocolate is our most popular product. Ich bin nicht so jung wie früher. I'm not as young as I used to be. Abteilung für Forschung und Entwicklung. Research and Development Department. Würden Sie mir raten, gut zu lernen? Would you advise me to study well? Ich habe den Zeitplan organisiert. I have organized the schedule. Ich bin seit 3 Jahren bei Ihnen. I've been with them for 3 years. Es wird nicht das gleiche ohne dich sein. It won't be the same without you. Es war ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. It has been a pleasure working with you. Die Gewinne gingen dramatisch zurück. Profits went down dramatically. Das ist eine tolle Unannehmlichkeit für uns. This is a great inconvenience for us. Wie lange hast du hier gearbeitet? How long have you worked here? Diese Grafik zeigt die Figuren. This chart illustrates the figures. Wir müssen immer auf Ersatzteile warten. We always have to wait for spare parts. Wir empfehlen Ihnen, einen neuen Lieferanten zu versuchen. We recommend you try a new supplier. Ich kann nicht schlafen,
weil meine Kopfschmerzen zu schlecht sind. I can't sleep because my headache's too bad. Wir schicken Ihnen einen Ersatzauftrag. We will send you a replacement order. Viele Mitarbeiter sind krank geworden. A lot of staff have been off sick. Ich arbeite hier seit 5 Jahren. I have been working here for 5 years.